zeigen oder Zeichen zu senden. Then it says also for seasons. Und dann heißt es auch, um Jahreszeiten festzusetzen. But in Hebrew, the word seasons is not winter, spring, summer, fall. Aber im Hebräischen sind diese Jahreszeiten oder Saisonzeiten nicht der Winter, der Sommer, der Herbst und der Frühling. It's the same word that's translated as feasts. Sondern das ist das, was als Feiern, als Feierlichkeiten übersetzt wurde. So the sun and the moon and the stars were created to send signals on his appointed times. Also ist es so, dass Sonne, Mond und Sterne gesandt wurden, um Zeichen zu geben zu festen Zeiten. Look at Luke 21:25. Schaut euch Lukas 21:25 an. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein. Und sie werden zagen, und das Meer und die Wassermengen werden brausen. That's just referring back to Genesis 1 on why he created them. Das ist die Parallelstelle zu 1. Mose 1,14, warum er die geschaffen hat. Matthew 24:29. Matthäus 24:29. Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. So God is doing things in the heavens to communicate to us. Gott tut also Dinge im Himmel, um mit uns Verbindung aufzunehmen, zu kommunizieren. How many of you are familiar with this verse? Wie viele von euch kennen diesen Vers aus der Offenbarung? Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 goldenen Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual zur Geburt. This is the constellation Virgo, Das ist die Sternenkonstellation Virgo, which represents Israel because Israel is the country that gave birth to the Messiah. und es ist ein Bild für Israel, weil Israel den Messias zur Geburt gebracht hat. Do you know that every year on the Feast of Trumpets, Wusstet ihr, dass jedes Jahr zum Fest der Posaunen, if you were to look up in the sky from Israel, wenn du in Israel in den Himmel schaust, the constellation Virgo is clothed with the sun and the moon is under her feet. dass bei der Sternenkonstellation Virgo so ist, dass sie angetan ist oder angekleidet ist mit der Sonne und der Mond ist unter ihren Füßen. But if you don't know these things, you don't realize this is referring to the Feast of Trumpets. Und wenn du das nicht weißt, dann kommst du nicht dahinter, dass das Bezug nimmt auf dieses Fest der Posaunen. Now, the word oath means, in the sense of appearing, a signal comes from the root word to come. Dieses Zeichen oder dieses Wort Oath bedeutet von der Herkunft oder zu kommen, zu erscheinen. Okay, so these signs basically means a signal of his coming. Also heißt es auch, es ist ein Zeichen seiner Wiederkunft oder Ankunft. Remember at his first coming, the Magi saw the star in the east. So die Magier haben zuerst die Sterne gesehen im Osten und sind daraufhin losgezogen. So God is sending signals to us. Gott sendet uns also Signale aus. Are we listening? Hören wir darauf? Do we understand the signals? Verstehen wir die Signale überhaupt? In ancient Hebrew, In der alten hebräischen Schrift, when Moses wrote the Torah, als Mose die Tora geschrieben hat, every letter actually was a picture. Beinhaltete jedes Schriftzeichen ein ganzes Bild. Here is the modern Hebrew, the first letter Aleph. Hier ist der erste Buchstabe des jetzigen Alphabets Aleph. But when Moses wrote that letter, it looked like this. Aber als Mose das geschrieben hat, sah es so aus. 400 years later, David wrote it like this. 400 Jahre später hat David es schon so gemalt. Do you see it looks like an ox or a bull? Seht ihr, es sieht aus wie ein Ochse oder ein Bulle. One of the definitions of Aleph is ox or bull. Und eine Definition oder eine Erklärung von diesem Buchstaben Aleph ist wirklich Ochse oder Bulle. When you're from a country and you don't know another language, a picture communicates to every language. Wenn du in ein fremdes Land gehst, deren Sprache du nicht sprichst, dann hilft dir ein Bild, weil ein Bild über die Sprachen hinweggeht.
In some places, the word stop is simply a red hand. Und in manchen Ländern ist dieses Zeichen für Stopp einfach nur eine rote Hand. God wanted the Torah so easily understood, it was initially written in pictures. Gott wollte so sehr, dass die Tora verständlich ist, dass es im Ursprung in Bildern hat malen oder schreiben lassen. The sixth letter, Vav, it means nail. Und der 6. Buchstabe im hebräischen Alphabet, Vav, bedeutet Nagel. You see, it looks like a nail. Und es sieht aus wie ein Nagel. The Tav, the last letter, Das Tav, der letzte Buchstabe, was a cross. war ein Kreuz. And it means a sign, Und es bedeutet ein Zeichen, the covenant. der Bund. So when Moses, well, in the modern Hebrew, here is the word for sign, Aleph, Vav, Tav. Und hier ist das Wort in der modernen hebräischen Sprache, diese 3 Buchstaben. Hebrews right to left. Und die hebräische Sprache geht von rechts nach links. But in the Torah, when Moses wrote that word, it looked like this. Aber in der Tora, als Mose das Wort geschrieben hat, sah es so aus. The leader nailed to the cross. Der Leiter wurde ans Kreuz genagelt. Right there, you see the very word for sign is God being nailed to the covenant, sign. Und da sieht man dann, dass das Wort Zeichen daraus besteht, dass der Leiter oder Gott selbst ans Kreuz genagelt wird. This is how it was written. Und so wurde das ursprünglich geschrieben. Now in Exodus 12:13, In 2. Mose 12,13, und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern. Darin seid ihr, dass wenn ich das Blut sehe, an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. it says there that the blood was to be a sign. Da heißt es, dass das Blut ein Zeichen sein soll. One of the things that you do not see in any translation of Hebrew Eines der Dinge, die du nicht siehst in irgendeiner Übersetzung aus dem Hebräischen heraus, God purposely had words misspelled. dass Gott ganz bewusst Worte falsch buchstabiert hat. But your translations don't misspell them. Aber eure Übersetzungen bringen diese falschen Übersetzungen praktisch nicht rüber oder die falschen Schriftzeichen. Sometimes the letters are real small. Manchmal sind die Buchstaben sehr klein, Sometimes the letters are real big manchmal waren die Buchstaben sehr groß, within one word. innerhalb eines Wortes. Sometimes letters are missing. Manchmal fehlen Buchstaben Sometimes extra letters are added. und manchmal wurden extra Buchstaben hinzugefügt. But you miss this in translations. Aber das geht in Übersetzungen dann komplett verloren. In this verse, the word sign is misspelled. Und in diesem Vers ist es tatsächlich der Fall, dass dieses Wort Zeichen falsch geschrieben wurde. The middle letter is missing. Der mittlere Teil des Wortes fehlt. It is spelled Aleph Tav. Da sind nur die beiden Buchstaben des Aleph und des Tav. In English, we say A to Z. Im Englischen sagen wir A bis Z. In Greek, Alpha, Omega. Im Griechischen Alpha bis Omega. In Hebrew, it's Aleph Tav. Und im Hebräischen ist es von Aleph bis Tav. The Aleph Tav represents God. Und das Aleph Tav steht für Gott. So in this verse, it's telling us it's God's blood that is being shed to redeem us. Also heißt es dann in diesem Vers, es ist das Blut Gottes selber, das ausgebracht wird, um uns zu erretten oder beschützen. Look at Hezekiah 9:4. In Or Ezekiel, I mean, yeah. Ezekiel 9,4. Und der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn der Leute, so da seufzen und jammern über die Gräuel, die darin geschehen. It says that God wanted to put a mark in the foreheads of all the righteous people. Da heißt es, dass Gott eine Markierung oder ein Zeichen anbringen möchte auf der Stirn seiner gerechten Leute. Do you remember in the book of Revelation, the devil